bin ich denn hier wieder gelandet? Ach so, ja, das erklärt einiges. Das Remake von Final Fantasy VII wird in ein paar Wochen erscheinen und ich kann natürlich nicht an mich halten, wenn das heißt, Herr Gregor, komm vorbei und schau dir eine fast fertige Version an. Ich darf gleich einige Stunden spielen, den Anfang mir angucken, später im Spiel kurz mal reinzocken und hey, ich bin Fan. Ich habe das Original mindestens 6-mal durchgespielt in den vergangenen Jahrzehnten und warum nicht gleich das 7. Mal gleich mit dem Remake? Ich will auch nicht allzu lange warten, weil meine Spielstation wartet auf mich und muss noch jemand finden, der mir das abnimmt. Hier, nimm mal. So. Festhalten. Ich bin gleich wieder da, in 4 Stunden. Hier, für dich. Was soll ich denn damit? Wie hieß er gleich? Sein Name ist Cloud Strife. Denk nicht, ich wäre einer von euch. Wenn das vorbei ist, bin ich weg. Du würdest wohl kaum so viel riskieren, wenn du nur auf die paar Gil aus wärst. Du hörst wohl die Schreie des Planeten nicht, du herzloser Großkotz! An deiner Stelle würde ich mich lieber um mein eigenes Leben sorgen. Wow, das war cool. Tja, jetzt habe ich einige Stunden Final Fantasy VII Remake spielen können und es ist so ein bisschen schwierig für mich, als jemand, der so vertraut ist mit dem Original, so ein bisschen die Nostalgiekeule auszuschalten, weil bei manchen Sachen, da gibt es einfach automatisch Euphorie bei mir. Ja? Ich sehe bestimmte Charaktere, bestimmte Szenen jetzt neu interpretiert mit wirklich sehr gut aussehender Grafik. Mittlerweile, also ich muss sagen, was die an Charakterdesign und Weltendesign, die sich nochmal ausgedacht haben, alleine in Midgar herumzulaufen mit jetzt richtig ausgebauten Straßenzügen, das, was du sonst noch vorher von Renderbildern kanntest, mit Figuren, die eben jetzt auch wie Charaktere aussehen, vernünftige Mimik haben, richtige Bewegungen, sogar wirklich sehr schön neu interpretiert. Gefällt mir im Spiel hier sogar besser als die bisherigen HD-Ausgaben, die man in den Renderfilmen wie Advent Children gesehen hat. Also rein von der technischen Seite aus her hat es mir sehr gut gefallen und auch soundtechnisch. Ne? Die Musik sehr gut neu interpretiert, auch die Sprachausgabe. Ich habe es mal ein bisschen auf Englisch als auch auf Deutsch gespielt. Die englische Synchro, vollkommen in Ordnung, ist ja auch zu erwarten ganz gut. Wobei ich sagen muss, mir gefiel die deutsche jetzt tatsächlich ein bisschen besser. Einfach von der Art, wie die Sprecher ihre Figuren interpretiert haben. Barrett ist da ein ganz gutes Beispiel. Im Amerikanischen wie in der Ursprungsübersetzung, da hat er so einen leichten Yo, Brother-Style so drauf, den sie hier wiederholt haben bei der Synchro. Und im Deutschen hat er einfach so eine kernige Stimme, so ein bisschen tatenrank, aber auch so ein bisschen goofy. Also genau wie Barrett eigentlich ist, wie ich die Charaktere her kenne. Ain't holding out on me, are you? Stamp scared to bite the hand that fed him? Or is he a loyal little doggy? Hast du deine Zunge verschluckt? Kuschst wohl immer noch vom alten Herrchen, was? Erbärmlicher Schoßhund! Also, ich werde aller Wahrscheinlichkeit nach das tatsächlich auf Deutsch spielen. Lippensynchron ist es sowieso. Und gepaart mit den echt guten Production Values, ich hatte auch keine Framerate-Einbrüche, es ist bei der PS4 Pro hier meistens mit 30 Bildern pro Sekunde geblieben. Also das hat bei mir auf jeden Fall richtig gezündet und ich wollte eigentlich gar nicht mehr die einzelnen Parts weitergehen und entsprechend weitermachen, sondern in das Fenster reingucken vom Wurstverkäufer, um mal zu sehen, was sie da aufgebaut haben und welche Poster da sind. Da würde ich auf jeden Fall viel Zeit verbringen. Man muss aber natürlich dann im Umkehrschluss sich auch ein bisschen davor trennen und dann sehen, was taugt das eigentliche Spiel. Und das Spiel an sich, es wirkt auf jeden Fall schon sehr, sehr durchdacht an vielen Stellen. Es wurde sich Gedanken drum gemacht, wie kohärent die Welt da ist, was ergänzt wird gegenüber dem originalen Final Fantasy VII, weil wir haben es ja hier nicht mit dem kompletten Spiel zu tun, sondern mit einer Partie, die im Ursprungsteil 7 bis 8 Stunden lang gewesen ist und jetzt soll eben ein vollwertiges 30 bis 40 Stunden Game draus werden. Und das hat man jetzt auch schon gemerkt in den Parts, die ich gespielt habe. Da ist ein bisschen erweitert worden. Es gab mehr Parts in den Story-Abschnitten, die ich bisher kannte, die waren ein bisschen breiter gezogen. Jetzt nicht aber, dass es sich zieht, sondern einfach, dass es ein bisschen sinnvoll modernisiert ergänzt wurde, dass es innerhalb
der richtigen 3D-Welt, wie es ausgebaut dann wurde, Sinn ergibt. Auch neue Story-Parts, es wurden so bestimmte Begegnungen mit Charakteren vorne dran geschoben, denke ich mal, damit man mit diesen Figuren auch in diesem Spiel noch zusammenkommt, weil andere wären dann eher später im originalen Final Fantasy VII gewesen und die würden dann gar nicht in diesem Spiel vorkommen, also wurde da ein bisschen adaptiert, aber mir kam das alles eigentlich recht sinnig und vernünftig verbaut vor. Ich trete Soldat bei. Ich will Soldat werden, genau wie Sephiroth. Bist das wirklich du? はいそうですね例えばセフィロス The reason that we showed Sephiroth in the way we did for the original Final Fantasy VII, obviously we held him back and we didn't really reveal him until the second half of the game. That was done deliberately because, again, in those days, nobody knew Sephiroth at that point and what kind of character he was. So we really wanted to build him up as this really feared, really big evil presence by not showing him directly, but like showing rumors about him, how powerful he was, and showing things that he'd done, but never actually revealing him directly. That worked very well. But obviously, after 23 years, Sephiroth now is a really big, really well-known character. People know exactly who he is. So it felt like kind of a bit of a nonsense trying to hide him again. And that's why one of the reasons why we wanted to maybe bring him forward a little bit where you encounter him in the game. 今回のリメイクでも Wo ich immer noch so ein bisschen meine Schwierigkeiten habe, aber einfach, weil das etwas ist, was man üben muss, ist tatsächlich das Kampfsystem. Es macht mir Spaß. Es ist ja jetzt mehr Echtzeit als vorher. Es hat immer noch die Elemente, dass man einen Active-Time-Balken hat, den man hier benutzt, um Gegenstände oder Magie anzuwenden. Aber der muss sich erstmal aufbauen und dann kann man das Geschehen in eine Zeitlupe packen, um seine Aktion zu machen. Währenddessen läuft man aber frei um den Gegner herum. Wenn du eine Party hast mit bis zu 3 Leuten, kannst du auch jederzeit zwischen jeder Figur hin und her wechseln. Zwischendurch, wenn du sie nicht steuerst, dann verwendet der Computer eine KI, um sie dementsprechend mitzulenken, die aber jetzt nicht so ausgebaut war, dass sie den Kampf für dich übernimmt, sondern sie hält kurz die Stellung, während du eigentlich die Hauptaufgaben machst. Du kannst nicht einfach zurücklehnen und gucken, was da passiert. Und du musst schon sehr beschäftigt sein, weil da geht viel ab auf dem Bildschirm. Wenn mehrere Gegner da sind, geht es wirklich kreuz und quer. Du wirst von der einen Seite angesprungen, musst gucken, ob du dann die Ausweichtaste, den Block vernünftig verwenden kannst. Positionierung ist sehr wichtig. Magien haben Area of Effect, dass also du auch schauen musst, dass mehrere Gegner aufeinander sind, wenn du mehr Schaden machen möchtest und so weiter und so fort. Und das ist noch eine Menge Holz im Moment. Also ich komme mehr und mehr rein und ich habe schon gespürt, einige Bosskämpfe gemacht, die natürlich noch mal ein bisschen aufwendiger sind. Und ich kriege da erstmal ordentlich auf die Fresse, bis ich dann die Kurve halbwegs bekomme, bis ich sehe, dass jeder Charakter auch noch mal unterschiedliche Spezialattacken hat. Und das wird etwas sein, wo ich, glaube ich, selber viel Zeit investieren möchte. Einfach mal rumlaufen und Encounter machen, Gegner weghauen, schauen, wie es verbaut ist. Wobei mit Random Encounters, sowas gab es bisher nicht im Spiel, sondern es waren abgepasste Kämpfe, je nachdem, wo man in der Location in der Welt gewesen ist. Sind die nicht zufällig aufgetaucht, sondern man hat dann direkt auch in der Location gekämpft. Also mal gucken, ob es sowas gibt wie Zufallskämpfe, dass man mehr machen kann, als man möchte. Aber ja, Spaß macht es, nur es ist schon um einiges gewöhnungsbedürftiger. Das System ist jetzt eben eher wie Knights of the Old Republic, das heißt Echtzeit mit der Möglichkeit anzuhalten für Magien, zu verlangsamen, besser gesagt, statt anzuhalten. Und das ist schon was anderes als das klassische rundenbasierte mit Echtzeitelementen, was das Active Time Battle früher gewesen ist. そうですね When we set out to work on the battle system, decide how we were going to do the battle system for Final Fantasy VII Remake, we didn't set out just to make it into an action battle system. We really felt we had to base it on the core ATB battle system of the original Final Fantasy VII and evolve that and like reimagine that from modern context. And in doing that, one of the core concepts of this game, as we mentioned before the development, is the idea of immersion. And so if you remember the original Final Fantasy VII's battle system, you'd encounter an enemy, you then go away to another area, a separate battle screen, and then come back again. But we really felt that if we did that for using this modern portrayal, this modern presentation, graphics, it would really bring the player out of Midgar, out of the feeling that they're in the game, they're really adventuring there. It would give the idea that
this is being filtered through the idea of a game. It's kind of a representation of what the battles are, of what's happening, but it doesn't actually feel like you're there and you're doing it yourself. So that's why we felt we had to make it more of an action style of controls with a more direct input, and to really make sure it feels like you are there and you are Cloud in those battles. 風に進化させようってなったのがまず最初の決定です。 Ansonsten aber, von den Remakes her aus finde ich sehr schön, dass solche alten Titel mittlerweile auch den Respekt bekommen bei so einer Neuauflage, wo man eben noch spürt, dass da eine gewisse Reverenz, eine gewisse Ehrfurcht gegenüber dem Original ist und nicht zu viel über Bord geworfen wird. Aber du natürlich in Sachen modernes Game Design, was die Welt angeht, was die Spielbarkeit angeht, was den Ablauf, das Pacing und so weiter angeht, dass das unter modernen Voraussetzungen nochmal neu entwickelt wurde. Und da fühlt sich Final Fantasy VII im Remake tatsächlich auf einem echt guten Weg an. Ob das auch über die ganze Länge des ersten Teils des Remakes jetzt hier trägt, weil es ist ein erster Teil, auch wenn es nicht im Titel steht. Wir werden nur den Part sehen, der im ersten Drittel eigentlich beim originalen Final Fantasy VII stattfindet, aber wer weiß, ob da andere Storyparts mit reingezogen wurden. Hier, das kann natürlich keiner sagen. Bisher macht es wirklich viel Spaß, die Interaktion zwischen den Charakteren ist cool, es wird viel, viel mehr interagiert wirklich, genau wie bei Final Fantasy XV, wenn man unterwegs ist, die sprechen die ganze Zeit miteinander und das macht die Figuren umso greifbarer und sympathischer und das war einer meiner Lieblingsfaktoren am Final Fantasy XV, dieser Banter, diese Gespräche, das lockere Quatschen zwischen den Figuren, die mir sie richtig haben ans Herz wachsen lassen und die Final Fantasy VII Charaktere sind mir schon ans Herz gewachsen und jetzt wird es sogar noch stärker. Vortrefflich! Mit meiner Theorie lag ich also vollkommen richtig. Ich hoffe, meine Erwartungen werden auch weiterhin erfüllt. Wenn da nicht signifikant irgendwas noch dazu kommt, was mir in die Suppe spuckt, wo ich sage, oh, damit habe ich gar nicht gerechnet, kann es wirklich durchaus sein, dass Final Fantasy VII Remake auch mein Game des Jahres werden wird. Aber nach den ersten Stunden bin ich auf jeden Fall nicht weniger gehypt als vorher, weiß an welchen Stellen ich noch gerne arbeiten und drehen möchte, um mir das Erlebnis so schön wie möglich zu machen und das wird schon echt gut. Da freue ich mich drauf.